Eigentlich könnte sich Alan Francis ein ruhiges Leben als Pensionär machen, doch dafür hat der emeritierte Professor keine Zeit. Für viel zu gefährlich hält der US-Verhaltensforscher die angekündigte Neuauflage des Handbuchs für psychiatrische Diagnosen, die Bibel der Psychiatrie, quasi Leitfaden für Ärzte im Umgang mit seelischen Störungen. Dabei hatte er am Vorgänger der aktuellen Diagnosebibel selbst mitgeschrieben. Jetzt die Wandlung vom Saulus zum Paulus. Normal, so heißt seine Gegenschrift, die Freitag bei uns erschienen ist. Ein eindrückliches Plädoyer für das Recht, normal zu sein. Werden wir immer kränker oder werden wir immer kränker gemacht? Früher trauerte man nach dem Tod eines geliebten Menschen mitunter ein ganzes Jahr. Demnächst gilt man nach 2 Wochen Trauer als geisteskrank. Früher gab man sich ab und zu dem Heißhunger hin. Demnächst ist man dann ein Kandidat für eine Fressattackenstörung. Und früher hatte das Kind einfach nur eine Trotzphase. Demnächst leidet es unter disruptiver Launenfehlregulationsstörung. Im Mai erscheint das neue Diagnosehandbuch der Psychiatrie, DSM-5. Und in dem ist auch wirklich für jeden eine Störung dabei. So zumindest die Meinung des amerikanischen Psychiaters Alan Francis. Und der ist nicht irgendwer. Er leitete die Arbeit an der letzten Ausgabe des Psychiaterhandbuchs, ist ein Insider. Jetzt warnt er vor einer Inflation der Diagnosen. Irgendwann wäre kaum noch jemand normal. Viele Diagnosen aus dem neuen Handbuch treffen schon auf jemanden wie mich zu. So habe ich sicher eine leichte kognitive Beeinträchtigung, denn ich vergesse vieles. Manche Leute werden mir bestimmt auch eine Aufmerksamkeitsstörung attestieren. Und es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich bestimmt die Kriterien für eine Depression erfüllt, vor allem als meine Frau gestorben ist. Und meine Enkelkinder erfüllen die Kriterien der Launenfehlregulationsstörung. Es ist lächerlich, das System wurde völlig auf den Kopf gestellt. Millionen Menschen weltweit, meint Francis, könnten durch die Neuauflage des Handbuchs zu Fällen für den Psychiater werden. Durch schicke, neu erfundene Krankheiten. Das gab es schon mal, bei der letzten Ausgabe. Seitdem ist die Welt voller Menschen mit ADHS, mit Asperger-Syndrom oder bipolaren Störungen. Geradezu Epidemien für Francis. 20% of our population now takes a pill every day. 20% der Amerikaner nehmen jeden Tag eine Tablette. Das ist eine bemerkenswerte Zahl. 20% der Leute sind abhängig von Pillen. Es gibt mehr absichtliche und zufällige Überdosierungen bei verschriebenen Medikamenten als bei illegalen Drogen. Es sterben mehr Menschen an den Medikamenten der Pharmaindustrie als an Kokain und Heroin. Das Problem: Geisteskrankheiten lassen sich nicht messen. Die Definition psychischer Defekte basiert auf Meinungen und Interpretationen. Beispiel Anders Breivik. Der erste Gutachter attestierte dem Massenmörder Schizophrenie, der zweite eine Persönlichkeitsstörung und der dritte ein Asperger-Syndrom. Psychische Krankheiten kann man nicht definieren, das ist Blödsinn. Man kann nicht einfach beschreiben, was normal ist und was nicht. Es gibt mindestens 50 verschiedene Beschreibungen für psychische Krankheiten. Eine davon habe ich geschrieben und keine einzige davon hilft einem auch nur ein bisschen zu entscheiden, von welchem Zustand an ein Patient wirklich als psychisch krank zu bezeichnen ist. Allgemeiner Pillenwahn. Für Francis auch vor allem verschuldet durch die Pharmaindustrie. Deren Hauptaugenmerk liegt nicht auf den schweren Fällen, die sind zu selten. Sie interessieren sich vor allem für die besorgten Gesunden. Chemische Stimmungsaufheller für alle die, die sich nur ungern mit Alltagsproblemen herumschlagen, eine wahre Goldmine. Die Pharmafirmen können das Gesundheitssystem enorm manipulieren. Wenn man die Kriterien nicht sehr vorsichtig beschreibt, können sie schnell missbraucht werden. In Amerika werden 80% der Psychopharmaka von Hausärzten verschrieben, die keine Ahnung von Psychiatrie haben. Sie nehmen sich oft nur 7 Minuten Zeit und haben gar kein Interesse, sich mit der Psyche des Patienten zu befassen. Sie geben ihm lieber Pillen, um ihn schnell wieder loszuwerden. Am besten hat man sie alle im Boot, vom jüngsten Kind bis zum ältesten Greis. Alle können potenziell gestört sein. Kindliche Wutanfälle als Geisteskrankheit.
Neu im Handbuch die disruptive Launenfehlregulationsstörung. Nochmal, disruptive Launenfehlregulationsstörung. Für Francis die Diagnose einer Störung, die überhaupt keine ist. Kinder sind für die Pharmaindustrie der größte Markt. Wenn man früh an sie rankommt, hat man Kunden fürs Leben. Ob Psychopharmaka bei Kindern überhaupt etwas bringen, ist weit weniger erforscht als bei Erwachsenen. Von Nebenwirkungen ganz zu schweigen. Kindern werden viel zu schnell Tabletten verschrieben. Es ist wie im Wilden Westen. Sie bekommen Pillen, ob sie sie brauchen oder nicht. Und damit wird großer Schaden angerichtet. Allen Francis kämpft für die Normalität, genauso aber auch für die Psychiatrie. Seiner Meinung nach bleibt für viele, die dringend Behandlung benötigen, kaum Geld übrig. Das ist bei all denen gelandet, die eigentlich nichts weiter sind als normal.